Mein erster Tag in der neuen Stadt heute ist ein großer Tag. Ich bin in eine neue Stadt gezogen, allein, voller Erwartungen und ein wenig nervös. Ich wache früh auf. Mein neues Zimmer ist noch nicht ganz eingerichtet, aber es fühlt sich schon ein bisschen nach Zuhause an. Die ersten Sonnenstrahlen fallen durch das Fenster und ich höre die Geräusche der Stadt. Autos in der Ferne, Schritte auf dem Gehweg, das leise Summen des Lebens. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und frühstücke. Während ich esse, plane ich meinen Tag. Ich will die Stadt erkunden, neue Orte entdecken und vielleicht erste Kontakte knüpfen. Um 9 Uhr verlasse ich meine Wohnung. Die Straßen sind voller Menschen, jeder scheint sein eigenes Ziel zu haben. Ich atme tief ein. Der Geruch von frischem Brot aus der Bäckerei nebenan macht mich neugierig. Ich gehe hinein, kaufe mir ein Croissant und setze mich an ein kleines Tischchen draußen. Von hier aus beobachte ich die Menschen. Nach dem Frühstück starte ich meinen Rundgang. Ich laufe durch enge Gassen, vorbei an bunten Häusern und kleinen Geschäften. Jede Ecke hat ihren eigenen Charme. Plötzlich höre ich Musik. Ich folge dem Klang und komme zu einem großen Platz. Hier spielt ein Straßenmusiker auf seiner Gitarre. Die Leute bleiben stehen, hören zu, einige tanzen sogar ein wenig. Ich spüre die Energie dieser Stadt. Sie ist lebendig, freundlich, voller Geschichten. Weiter geht es Richtung Altstadt. Die Gebäude hier haben wunderschöne Fassaden, es gibt kleine Cafés und überall duftet es nach Kaffee und frischem Gebäck. Ich entdecke eine Buchhandlung an der Ecke. Die Tür steht offen und der Duft von Papier liegt in der Luft. Drinnen ist es ruhig, fast magisch. Ich stöbere durch die Regale, finde ein Buch über die Geschichte dieser Stadt und kaufe es. Es wird mich an diesen Tag erinnern. Mittags bekomme ich Hunger und suche mir ein Restaurant mit einer schönen Terrasse. Ich bestelle eine Pizza und genieße die Atmosphäre. Neben mir sitzen 2 Leute, die sich angeregt unterhalten. Ich fange an, mit ihnen zu plaudern. Sie erzählen mir, dass sie auch erst vor kurzem hierher gezogen sind. Wir tauschen Nummern aus. Vielleicht sind das meine ersten neuen Freunde in dieser Stadt. Nach dem Essen laufe ich weiter. Ich besuche einen Park, setze mich auf eine Bank und lasse alles auf mich wirken. Hier ist es ruhiger als in der Innenstadt. Kinder spielen, ein Mann joggt vorbei, eine Frau liest ein Buch auf einer Decke. Ich beschließe, in ein Museum zu gehen, das ich online entdeckt habe. Es soll eine beeindruckende Ausstellung über die Geschichte der Stadt geben. Als ich ankomme, sehe ich sofort das große moderne Gebäude mit einer riesigen Glasfassade. Drinnen ist es angenehm kühl und die Atmosphäre ist ruhig. Ich kaufe mir ein Ticket und schlendere durch die Hallen. Es gibt alte Fotografien, Karten und Geschichten von Menschen, die hier vor Jahrhunderten gelebt haben. Besonders faszinieren mich die interaktiven Stationen. Ich kann eine virtuelle Tour durch die Stadt im Mittelalter machen und sogar Stimmen aus der Vergangenheit hören. Ein älteres Ehepaar neben mir diskutiert angeregt über ein Gemälde. Ich höre zu und kann nicht anders, als mich ins Gespräch einzumischen. Wir reden über Kunst, Architektur und darüber, wie sich die Stadt verändert hat. Es ist ein angenehmer Austausch und ich merke, wie viel ich noch lernen kann. Nach dem Museumsbesuch brauche ich frische Luft. Ich gehe durch einen großen Park,
der direkt hinter dem Gebäude liegt. Die Wege sind von alten Bäumen gesäumt. Überall sitzen Menschen auf Bänken oder spazieren gemütlich. Ein Straßenkünstler malt ein beeindruckendes Bild mit Kreide auf den Boden. Ich bleibe stehen und schaue ihm eine Weile zu. Die Farben sind leuchtend, und langsam entsteht ein wunderschönes Stadtbild. Ich werfe ihm ein paar Münzen in seinen Hut und lächle ihm zu. Er nickt dankbar und zeichnet weiter. Plötzlich bekomme ich eine Nachricht auf meinem Handy. Es ist einer der Leute, die ich beim Mittagessen kennengelernt habe. Sie fragen, ob ich Lust habe, sie auf einen Drink in einer Bar zu treffen. Ich zögere kurz. Ich bin müde von all den Eindrücken, aber andererseits, das ist meine Chance, neue Leute kennenzulernen. Ich schreibe zurück. Ja, gerne. Wo treffen wir uns? Die Zeit vergeht schnell. Langsam beginnt die Sonne unterzugehen und die Lichter der Stadt gehen an. Ich gehe Richtung Fluss, wo sich viele Menschen versammeln. Paare spazieren. Hand in Hand. Freunde sitzen auf den Stufen und genießen den Moment. Ich setze mich ans Ufer und blicke auf das Wasser. Es spiegelt die Lichter der Stadt. Ich denke an den Tag zurück. So viel Neues, so viele Eindrücke. Diese Stadt ist noch fremd für mich, aber sie beginnt, sich vertraut anzufühlen. Ich freue mich auf das, was kommt. Müde, aber glücklich gehe ich nach Hause.